Ja, hallo euch allen zu einem recht spontanen Video, zumindest so spontan, dass ich vor 2 bis 3 Wochen nicht gedacht hätte, dass ich jetzt dieses Video hier mache. Aber ich bin wieder da aus dem Winterschlaf. Tatsächlich der Titel aus dem letzten Video hat sich dann doch recht gut bestätigt. Es ging doch über den ganzen Winter und jetzt auch so gut wie den ganzen Frühling. Ich bin wieder da und da wir hier ein Video machen in der echten Welt, kann es ja eigentlich nur eine Sache bedeuten. Ich hab's wieder getan. Ich habe mir wieder ein Auto geholt und zwar dieses. Ja, es ist wieder ein Toyota MR2 geworden. Wie gesagt, hätte man mir vor 3 Wochen erzählt, dass ich jetzt wieder einen MR2 haben würde, ich hätte ihm wahrscheinlich nicht geglaubt, weil ich die Suche nach einem MR2 eigentlich fast schon aufgegeben hatte. Bei den zeitigen Preisen, die eben doch innerhalb der letzten 2 Jahre ziemlich angestiegen sind für die Fahrzeuge. Aber wie es der Zufall wollte, eines Abends vor etwa 2,5, 3 Wochen, bin ich auch bei eBay Kleinanzeigen reingegangen und da stand eben dieser schöne Kleine hier. Nur 2 Orte weiter von mir. Preis war passend, alles andere war passend und habe mir ihn angeschaut und wer mich kennt, wenn ich mir irgendwas so anschaue, es passiert nur selten, dass ich dann nicht mich direkt darin verliebe. Ich war diesmal wirklich sehr vorsichtig, aber ich muss auch sagen, es hat einfach alles gepasst. Was haben wir hier? Toyota MR2 kennt ihr ja, wie mein letzter MR2. Nicht ganz, aber wie mein letzter MR2. Mein letzter MR2, der hat seinen Spaß, soll er haben. Solange er da nicht gleich abkratzt. Okay. Mein letzter MR2 war ja ein Modell aus dem Jahrgang 2000. Das ist der hier auch. Wer sich jetzt ein bisschen mit dem MR2 auskennt, wird schon so ein paar Sachen sehen, die ein bisschen merkwürdig sind für ein Baujahr 2000. Und zwar die Scheinwerfer, aber eben auch die seitlichen Lufteinlässe und, wenn wir einmal rumgehen, auch die Rückleuchten. Der hat ein paar Modifikationen bekommen, sag ich mal. Also im Sinne, da ist nicht mehr ganz so viel vom 2000er dran, tatsächlich wirklich so gut wie gar nichts mehr. Und zwar wurde nämlich vor 3 Jahren bei diesem Auto ein kompletter Swap gemacht, in dem das Chassis sozusagen blank wie nennt man das, runtergescriptet wurde, wenn man jetzt denklich ist, also bis auf die Karosserie wurde sozusagen alles entfernt und von einem verunfallten Facelift sonst alles reingebaut. Und zwar hatte das Auto nämlich vor 3 Jahren das, was mein letzter MR2 nämlich auch hatte, einen Shortblock-Schaden. Und der letzte Besitzer hat sich gedacht, hey, ich kaufe mir einen verunfallten, und zwar einen Facelift und baue jetzt alles rein. Kurze Pause. So, nachdem der Traktor jetzt auch vorbei ist und man mich wieder versteht. In dieses Auto hier ist nämlich einmal das 6-Gang-Getriebe aus dem Facelift reingewandert, aber eben auch der Facelift-Motor. Wer sich ein bisschen mit dem MR2 auskennt, der weiß, der Facelift-Motor ist ein bisschen stabiler, ist immer noch nicht der beste Toyota-Motor, den es je gab, aber etwas besser als der Vor-Facelift-Motor. Der hatte in den Kolben ein paar mehr Ölbohrungen. Ich glaube, statt 2 Ölbohrungen hat er 4 Ölbohrungen und wahrscheinlich auch noch so ein paar andere kleine Verbesserungen. Bei den Facelift-Motoren entsteht dadurch der Shortblock-Schaden deutlich seltener. Zudem, was man auch sagen kann bei Facelift-Motor, ist, dass der Vorcut dort deutlich stabiler gemacht wurde.
So, ich habe mir echt nicht den besten Ort hierfür jetzt ausgedacht. Hier sind ganz viele Leute gerade. Aber gut, ist schönes Wetter, deswegen möchte ich es denen nicht verheißen. Wie gesagt, Facelift-Getriebe ist drin, Facelift-Motor. Auch sonst so gut wie alles, was irgendwie anders ist beim Facelift, ist verändert worden. Was natürlich nicht vom Facelift ist, ist einmal die Frontschürze. Das ist noch die vom Vor-Facelift, weil, wie gesagt, das war ein Unfaller, wo die Sachen reingekommen sind. Und ja, die Frontschürze war eben im Arsch. Muss aber persönlich sagen, ich finde die Vor-Facelift-Schürze eigentlich ganz schick. Weshalb mich das jetzt nicht stört. Die Sitze sind noch vom Vor-Facelift, einfach weil seiner eben die Ledersitze hatte und der Unfaller keine. Und hier diese Heckblende, hier diese Einlässe da, die sind auch vom Vor-Facelift. Wahrscheinlich, weil der Unfaller die einfach nicht drin hatte oder so, keine Ahnung. Jo, ansonsten Veränderung. Eine der schönsten Veränderungen, die mich richtig freut, ist einmal hier dieser Sportauspuff. Das ist von TTE. Das war damals in den 2000er bzw. auch in den 90ern so die europäische Version von TRD sozusagen. Das kennen ja wahrscheinlich die meisten von euch. In dieser Division war zum Beispiel auch das Formel-1-Programm von Toyota, aber eben auch zahlreiche Rallye-Programme und andere Sachen, die eben nicht direkt aus Japan gesteuert wurden. Übrigens, kleiner Fun-Fact, mittlerweile gibt es TTE nicht mehr und mittlerweile ist daraus GR geworden, Gazoo Racing. Und ja, die kennt man ja mittlerweile durch verschiedene Fahrzeuge wie GR Supra, GR 86, aber auch GR Yaris. In dem Sinne habe ich hier sozusagen einen GR MR2 oder so, GR2, wie auch immer. Eine weitere sehr offensichtliche Sache, was verändert wurde, sind die Felgen. Wer sich wieder mit dem MR2 auskennt, das sage ich jetzt öfters, merke ich gerade, aber der weiß, so große Felgen sind normalerweise nicht auf dem MR2 drauf. Ja, das sind 18 Zoll. Das ist verdammt nochmal groß für einen MR2. Ja, die werden nicht draufbleiben, so viel kann ich jetzt schon mal sagen. Ich muss mal mittlerweile sagen, dass ich mittlerweile ein bisschen verstehe, was für eine Optik der Vorbesitzer haben wollte, weil aus bestimmten Winkeln sieht es schon wirklich sehr cool aus mit den großen Felgen. Aber allen in allen, ja, macht es halt ein bisschen die Fahrdynamik kaputt. Also ein bisschen ist gut. Bei etwa 50 km/h so Stadtgeschwindigkeit ist tatsächlich jede Bodenwelle, man fühlt sich wie im Aston Martin von Sebastian Vettel zurzeit, weil man sozusagen Porpoising hat, also auf und runter wackelt, aber naja. Wie gesagt, das möchte ich auf jeden Fall auf eine kleinere Felge gehen. Wie gesagt, zurzeit fährt er aber so, ich bin aber auch schon ein bisschen auf der Suche. Dazu wahrscheinlich am Ende mehr. Was auch gewechselt wurde, das sieht man aus dem Winkel gerade ganz gut. Er ist vorne ein bisschen tiefer. Und zwar hat der Vorbesitzer sich nämlich vorne, hinten nicht, warum auch immer, aber vorne hat er sich H&R-Federn reinmachen lassen. Ja, höchstwahrscheinlich werde ich halt hinten mir auch noch welche holen und dann, ja, damit er ein bisschen gleichmäßiger aussieht. Jetzt mit den 18 Zoll Felgen, wie gesagt, ist die Optik so eigentlich ganz cool, dass er vorne ein bisschen tiefer ist, so ein bisschen die Keiloptik, aber auf Dauer möchte ich dann hinten auch ein bisschen tiefer sein. Eine weitere Modifikation, die auch aus dem Schlachtfahrzeug war, ist im Innenraum das Lenkrad. Ja, ein schönes rotes Lederlenkrad. Ich muss persönlich sagen, zurzeit finde ich es echt geil. Erinnert mich so ein bisschen, ich weiß, ist ein bisschen weit hergeholt, aber aus die Lotus Formel 1 Fahrzeuge von Jim Clark aus den 60ern. Der hatte auch immer ein rotes Lenkrad drin und ja, ich weiß, ist ein bisschen weit hergeholt. Wir sind ziemlich weit weg von einem Formel 1 Fahrzeug hier, aber ja, lasst mich meinen Spaß haben. Und eine weitere Sache, die auch noch verändert ist, wo ich jetzt nicht genau weiß, ob ich die euch zeigen kann. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das noch aktuell ist. Wir können mal gucken, weil ich habe tatsächlich selbst noch gar nicht geschaut. Ah, ich glaube, ja doch, man sieht sogar. Seht ihr dieses rote Ding da hinten? Ich versuche mal. So, genau das. Ja, das ist ein Stabi und zwar ist da der Stabi auch von TTE. Ja, wusste ich gar nicht beim Kauf, ehrlich gesagt, dass er TTE-Stabis drin hat. Sind mittlerweile ziemlich selten geworden und ja, aber cool, dass es da auf jeden Fall hat, sind auch eingetragen. So bin ich auf die aufmerksam geworden, weil die eben im Fahrzeugschein drin stehen. Ah ja, cool, dass er so hat. Man merkt auch definitiv, dass es, also es fährt sich deutlich anders als mein letzter. Mein letzter war ja komplett auf Serienfahrwerk und Serienbereifung, zumindest von den Maßen.
Und ja, es fährt sich doch deutlich anders. Wie gesagt, zurzeit noch ziemlich hart wegen den Felgen, aber man merkt schon, du hast deutlich weniger Werkbewegung und alles. Es fährt sich schon ziemlich cool. Wobei ich ihn selbst noch nicht wirklich ausgefahren bin. Ich habe das Auto jetzt seit noch nicht mal einer Woche bei mir. Und bin schon gut, ein bisschen bin ich schon gefahren. Heute die erste etwas größere Tour gemacht. Also, was heißt Tour? Einmal über meine örtliche Landstraße. Wie gesagt, es macht echt Spaß. Was mir tatsächlich am meisten Spaß macht, ist der Auspuff, weil der klingt echt gut. Da muss ich mal gucken, ob ich euch irgendwie einen Auspuff-Clip irgendwie einfügen kann. Ich habe jetzt hier leider kein Stativ oder so da. Mal schauen, ob ich das jetzt für dieses Video schon schaffe. Ansonsten kommt das in einem der nächsten Videos. Ja, aber wie gesagt, das war, glaube ich, so etwa die grobe Übersicht, weil im Gegensatz zu meinem letzten MR2 gibt es hier keine riesige Mängeliste, die von irgendwelchen mit Holzschrauben angespacksten Außenspiegeln und so handelt. Natürlich hat dieses Auto auch ein paar kleine Mängel, aber ich muss allgemein sagen, dafür dieses Auto... Sorry, da kam nochmal ein Motorradfahrer. Wie gesagt, es ist gerade sehr schön sonnig. Was wollte ich sagen? Genau, dafür, dass dieses Auto hier 20 Jahre alt ist, kann man da wirklich nichts verheißen. Ich meine, die Front wurde nachlackiert, das weiß ich, die Frontstoßstange. Und ich denke mal auch die Haube. Da der Vorbesitzer, das war höchstwahrscheinlich, weil die vorher etwas ausgeblichen war und der Vorbesitzer das an den Rest anpassen wollte. Die Sitze sind nahezu perfekt. Klar, man sieht hier am Beifahrersitz so ein bisschen, dass da ein bisschen was angeschraubt ist. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Beifahrersitz mal der Fahrersitz war, weil nämlich der Beifahrersitz die Höhenverstellung hat. Höchstwahrscheinlich wurden die mal getauscht. Es kann sein, dass ich das wieder zurücktausche, weil ich persönlich finde, dass diese Sitze gar nicht mal so schlecht aussehen für einen Fahrersitz. Ich saß auch schon mal drin, da habe ich jetzt auch nicht gemerkt, dass irgendwas extrem schlecht war. Ansonsten, wie gesagt, der Lack könnte mal leicht poliert werden. Das sieht man hier in der Sonne ganz gut, dass man ein paar Hologramme im Lack hat. Der TTE-Auspuff ist an der linken Seite etwas oxidiert. Da mal gucken, ob man das nochmal abbekommt. Wobei ich da auch nicht zu aggressiv drauf gehen möchte, weil ich hier noch den schönen TTE-Schriftzug behalten möchte. Den finde ich echt cool. Und wie gesagt, alles ansonsten minimale Kleinigkeiten. Das Verdeck ist auch des Alters entsprechend noch echt gut. Es ist etwas schwierig, es runterzuklappen. Hochklappen geht aber ganz normal. Diesmal ist es hier auch noch das originale Verdeck, kein Stoffverdeck. Deswegen ist das eigentlich recht klar. Natürlich kann ich persönlich noch nicht allzu viel zum Zustand vom Motor und allem möglichen sagen. Wie gesagt, in der Zeit, wo ich ihn jetzt gefahren bin, ich bin jetzt gut 100 Kilometer gefahren. Ich habe noch keinen Ölverbrauch feststellen können. Es wird sich aber erst mit der Zeit zeigen, wie gesund der Motor wirklich ist. Wie gesagt, es ist ein Facelift-Motor. Der Motor selbst hat um die 90.000 Kilometer gelaufen, aber es kann halt leider bei den Einzelzeitmotoren immer sein, dass was ist. Wie gesagt, ich hoffe es mal nicht. Ich hoffe, dass der Motor jetzt mal so 2-3 Jahre noch hält. Aber wie gesagt, bisher Durchzug ist gut. Ich habe bisher noch keine komischen Motorkontrollleuchten wie beim letzten. Und auch im Allgemeinen so fühlt sich alles recht gut an. Das Auto hat auch frischen TÜV, das ist auch sehr gut. Sprich, technisch sollte auch alles einigermaßen okay sein. Ich meine, selbst die Antenne funktioniert, das kann ich euch ja gleich mal zeigen. Wenn ich einmal den Schlüssel reinstecke, dann seht ihr, wie das Auto plötzlich zum ferngesteuerten Auto wird und sich die tolle Antenne ausfährt. Ich weiß, viele mögen das gar nicht, die Optik mit dieser langen Antenne. Ich finde es persönlich so cool einfach nur, weil es einfach so drüber ist. Ich meine, guckt euch das an, die Antenne ist gefühlt doppelt so hoch wie das Auto. Ich finde es, wie gesagt, echt cool. Aber gut, da hat jeder seine Vorlieben, da geht es auch wieder runter. Wie gesagt, ansonsten habe ich bisher noch nicht so viel zu berichten, nur eben, dass jetzt schon wieder Motorräder hier sind. Die sollen ihren Spaß haben, da habe ich gar nichts dagegen. Ich meine, ich habe ja auch meinen Spaß. Das Einzige, was ich berichten kann, ist, dass es jetzt natürlich heißt, wo ich wieder ein Gefährt habe, dass es hoffentlich wieder mehr Videos geben wird.
Also ich meine, weniger Videos kann es gar nicht geben als mittlerweile. Aber wie gesagt, ich hoffe, ich versuche so gut wie alles, was ich an dem Auto mache, irgendwie festzuhalten. Auch wenn es nur irgendwelche Kleinigkeiten sind, wie, keine Ahnung, die Blinker wechseln oder so. Ich habe auch, wie gesagt, schon so ein paar Pläne, was mit dem Auto wird. Wie gesagt, erstmal kleinere Felgen und alles mögliche. Ich habe ja schon ein bisschen was erzählt. Da kann ich euch auch mal fragen, an euch MR2-Besitzer bzw. MR2 Originalfelgenbesitzer. Ja, wenn einer von euch 15 Zoll Original MR2-Felgen rumliegen hat, es müssen die 15 Zoll sein, also die Vorface-Felgen, weil ich die in den Fahrzeugpapieren eingetragen habe. Ja, könnt ihr mir gerne schreiben und ja, ich würde euch gerne von dem befreien. Das ist für mich zwar nur eine Übergangslösung, beziehungsweise dann später auch eine Lösung für einen Winterreifen oder so, aber wie gesagt, ich bin auf der Suche nach den Felgen. Ja, ich denke aber, das war's dann erstmal für heute. Wir hören uns beim nächsten Video wieder, hoffentlich nicht in allzu weiter Ferne. Und ja, bis dahin, euer Autotiger.